Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen fürs Kollektiv, für die kollektiven Themen, Lebensthemen für die nächsten 14 Tage. Schauen wir mal, was wir hier rausbekommen. Hindernisse. Die haben wir ja alle so gerne, ne? Hindernisse, die von außen kommen. Ja, und wir haben hier so ein bisschen Nähe- und Distanzthemen, Schattenthemen bei der Paarkonstellation, ne? Man guckt sich das so an, die Gefühle, die Emotionen, alles, was mit der Psyche und der Seele verbunden ist. Es kann sein, dass die Herrschaften nicht so richtig greifbar sind, also unsere Gegenüber. Und irgendwie scheint eine tiefe Emotion zu sein, die nicht uns gehört. Also das Hindernis gehört uns nicht, wir sind nur daran beteiligt. Wir haben hier die Möglichkeit, in Kürze einen Konflikt zu beenden. Mit der 2 natürlich auch, gucke ich mir an, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Aufregung weniger, ne? Hier geht es ja darum, eine emotional hochgreifende, schwingende Situation zu verringern, sich irgendwo auch einen Erfolg einzufahren auf einem kurzen Weg. Finanzielle Themen habe ich mit dabei, Seelenthemen, das Konstrukt, das so wirkt um uns rum. Habe die Finanzen, die neuen Türen, die wir uns öffnen, die sind ja in mehreren Bereichen die nächsten 14 Tage zu sehen. Ich habe die Liebe, die Schattenthemen, ich habe die großen Gefühle, emotionale Stärke auch, die man hier braucht, irgendwie für gewisse Themen. Ich habe berufliche Umbrüche hier liegen. Für viele gehen vielleicht Kollegen weg oder zeigen sich verstrickte Situationen mit Kollegen. Berufliche Umschwünge jeder Art, auch am häuslichen Bereich sieht man die, ne, dass man hier etwas dreht und wendet. Die Berufsqualität liegt hier trotz Umbruchsphase sehr gut. Ne. Wir haben hier die Blumen in der Spiegelung, die Berufskarte liegt im Haus der Sterne drin. Also egal, was sich jetzt hier auch schwierig gestaltet, es wird sich hier unter einen guten Stern stellen und auflösen. Schicksalshafte Wege, schicksalshafte Entscheidungen, das heißt, hier habe ich so ein bisschen Nachrichten dabei, Kommunikation, die uns hier neue Türen öffnet, eine Option, die ins Feld kommt, die auch so gewisse Zweifel ausspült, die sehr stabilisierend wirkt. Und die Wege liegen noch in unserem eigenen Haus drin. Ne? Also es scheint die nächsten 2 Wochen viel darum zu gehen, Entscheidungen zu treffen, Möglichkeiten auszuprobieren oder auch mit ins Boot zu holen, wo man vorher so ein bisschen aussichtslos war. Hier werden die Wege verkürzt. Ne? Das heißt, es sind Entscheidungen, die gehen einher mit Erleichterung. Im beruflichen Bereich haben wir hier die Stabilität, die Veränderung. Es
kann ja auch alle betreffen, die hier die Selbstständigkeit oder die unabhängig arbeiten. Da liegt hier die Sonne im Haus drin. Und verbunden mit einer Wachstumsphase, ne? Wege, die hier neu entstehen, Veränderungen, die ja einem wieder, wo man sich ehrlich eingesteht, so geht das nicht. Ich brauche ein anderes Fundament, eine Kehrtwende, ein Umweg, eine Kurskorrektur. Die Emotionen sind hier sehr hoch. Ich habe hier die Abendstunden angezeigt, möglicherweise auch Grübelei oder Melancholie, die uns hier betreffen, oder aus dieser raus wir vielleicht auch versuchen, einen anderen Weg zu finden, der uns mehr Lösung oder auch mehr kreative Lösung bringt. Finanzielle Klärung, finanzielles Weiterkommen, finanzielle Veränderungen, die auch die Familien betreffen, also alle einzelnen Mitglieder. Und hier geht hier sozusagen im finanziellen Bereich ein Wissen auf, eine Instruktion, mit der korrespondieren wir ja auch. Das heißt, irgendwie kommen wir auf einen guten Gedanken, wie wir finanzielle Dinge klären können, die uns verwehrt blieben oder wo die Sicht darauf nicht möglich war. Wie könnte es gehen? Guckt mal, im Prinzip ist es so, der Sarg liegt im Haus des Sarges. Das hört sich zunächst mal blöd an, aber der beendet somit auch Dinge, die schwierig sind, kündigt eine neue Bewegung an, hier auch aus den Hindernissen raus wieder, ne? Das können Hindernisse sein, wo es lange gehakt hat an der Klarheit, wie kann es gehen? Also die Frage nach dem, wie könnte etwas langfristig funktionieren, sodass es auch allen gerecht wird. Diese Hindernisse, die wir hier haben, ne, die sind am Ende relativ gut, so wie ich das jetzt hier sehe, denn sie verhelfen zu einem Neubeginn. Das ist so, wie wenn das Schicksal dich ausbremst, damit du endlich einen Weg siehst, der machbar ist, ne? Am Ende wird es hier gerade auch zu einer Situation führen, wenn man jetzt die Arbeitskarte mal weglässt und wir sagen, das sind die Themen, die wir zu bewältigen, zu bearbeiten haben, dann finden wir hier eine Veränderung, die uns selber näher bringt und die auch ungeahnte Türen aufmacht, weil das, was sich hier öffnet, das haben wir so nicht geplant. Deshalb diese Hindernisse, die fallen ja auf fruchtbaren Boden am Ende, ne? Es geht hier auch darum, eine Situation, die viel Unruhe ins Leben bringt oder viel emotionale Instabilität auch zu lösen, mit etwas Frieden zu schließen, auf eine Idee zu kommen. Da, wo vorher so ein bisschen Ratlosigkeit war, geht hier auch das Wissen auf wie. Also insgesamt guckt man auf mit einer hochemotionalen Energie hier auf die Dinge. Verschiedene vielleicht auch Blockaden oder Ängste, die sich hier zeigen, die liegen hier aber in der guten Auflösung drin, weil man den zündenden Gedanken irgendwie hat. Eine Herausforderung, die wir vom Leben irgendwie mitkriegen, die neue schicksalshafte Wege öffnet. Manchmal muss man erst auch noch mal gucken, warum ist etwas wie. Also diese Frage nach dem Warum, die kriegen wir hier definitiv beantwortet.
gucken wir mal noch ein bisschen tiefer. Familienthemen, soziale Interaktion. Wir haben hier vielleicht auch diese Wahlfamilienthemen. Ne? Also viele sagen, ja, ich habe mit meiner Familie gebrochen. Hier liegen die Familienthemen im Haus des Mannes trotzdem drin, des Gegenübers. Wer hat hier welche Stellung, wer gibt an, welche Richtung gegangen wird, wer hat welche Aufgaben. Und hier ist eine unheimlich soziale hohe Kompetenz, aber vielleicht auch verbunden damit, dass man irgendetwas loslassen muss. Ne? Man kann ja erst auch loslassen, wenn einem bewusst ist, was. Also ich habe hier sehr die Frage nach dem Warum oder wie geht etwas, ne, wird hier beantwortet. Hier ist auch bei der Familienkarte so, wir halten zusammen, wir lassen uns nicht ausbremsen. Jeder macht es, was er kann. Notfalls muss man auch mal um Unterstützung bitten und das kann ja auch etwas sein, was man loslassen muss, ne? So ein Glaubenssatz. Jeder müsste alles immer alleine machen und wir fragen mal lieber die anderen nicht, weil wir wollen ja nicht aufdringlich sein, so was da alles dahinter steckt. Manchmal muss man im Familiengefüge auch Leute wieder auf den richtigen Platz, ich sage mal, schubsen. Es geht hier sehr viel auch um unsere Kontrolle, die wir über die Dinge haben wollen, ne? Um so Sachen, die wir beschützen wollen im Leben, wo wir aber merken, dass wir es nicht in der Hand haben. Und hier darf man mehr abgeben, die geistige Welt mehr mit einbeziehen. Auch wieder die Vorbereitung für die Erntezeit, ne? Wenn man jetzt hier im Herbst die Blätter fallen hat und die Ernte ansteht. Entschleunigung ist ja auch angezeigt. Ne? Man soll hier nicht so geschäftig sein und immer noch mehr sich aufbürden, sondern hier geht es ums Abgeben, ums Verteilen, um den Zusammenhalt in emotionalen Phasen, die aus dem Umfeld und im Umfeld wirken. Investiere in deine Angelegenheiten, haben wir. Also nicht so sehr um die anderen immer kümmern, sondern auch in sich. Und das, was jetzt wichtig ist zu tun, einfach tun. Und das, was warten kann oder nicht kontrollierbar ist. Ne? Wir haben nicht alles in der Hand. Ängste loslassen und so weiter. Das könnte hier sehr wichtig werden für uns. Also nur das tun, wo auch wirklich nötig ist. Die blaue Orchidee, die bringt ja auch Fruchtbarkeit. Man steht hier in der Blüte seines Lebens. Hier gibt es Sehnsüchte, hier gibt es Leidenschaft. Es hat auch was mit Schönheit zu tun, ne? Wie schön ist mein Leben oder wie dunkel, wie gucke ich da drauf. Ja, für mich ist das auch so, ne? Dass man sich irgendwie wieder etwas ins Leben ruft, das für alle schön ist. Ne? Diese blaue Orchidee, die ist ja ganz toll anzugucken. Die glänzt in einer Farbe, wie sie sonst vielleicht nicht könnte. Und sie ist sozusagen eine Rarität, eine Besonderheit. Und hier kann es auch darum gehen, dass man irgendwo tatsächlich ein außergewöhnliches Geschenk mitkriegt. Okay, ihr Lieben. Lassen wir das so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.